Wunderschön ist es an der deutschen Ostsee. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Usedom. Wir schauen uns diese wunderschöne Ostseeinsel jetzt erstmal von oben an. Der Flugplatz von Usedom liegt mitten im Grün, zum Festland hin am Stettiner Haff. Die Insel Usedom liegt im Osten Deutschlands, direkt an der polnischen Grenze. Zum Festland hin Achterwasser und Haff, zur Ostseeseite die Kaiserbäder. Hier kann man herrliche Strandtage verbringen, aber auch in Swinemünde im polnischen Teil der Insel. Wir besuchen in Peenemünde das Raketenmuseum und segeln vom Naturhafen Kromin aus mit einem alten Fischerboot. In Peenemünde wurde Raumfahrtgeschichte geschrieben. Ein spannendes, aber auch grausames Kapitel. Wir erkunden die Seefahrt- und Fischereitraditionen. Aale werden hier bis heute gefangen. Kommen Sie mit auf die wunderschön grüne Ostseeinsel Usedom. So langsam verlieren wir an Höhe. Es geht zurück zum Flugplatz. Ich applaudiere ja nicht oft, ne? Aber das war ein richtig guter Flug. Die Bücker Jungmann, 85 Jahre alt. Ja. Wie viele Flugstunden hat die? Um die 4000. Das ist gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Nein, das ist nicht so super viel. Das ist in der Historie des Flugzeugs begründet. Die wurde für die Schweizer Luftwaffe gebaut und diente dann zunächst der Schweizer Luftwaffe als Ausbildungsluftfahrzeug. Und das Flugzeug gilt als Original, hat ein originales Hirth-Triebwerk drin. Das ist sehr, sehr selten, 105 PS. Und du hast gemerkt, das Flugzeug fliegt halt sehr, sehr schön, als wäre es gerade erst gebaut worden. Ist aber auch der Pilot. Vielleicht. Vielleicht. Einen Flugplatz auf Usedom gibt es schon seit 1911. Die ersten Passagiermaschinen kamen in den 1930er Jahren hier auf diesem Platz in der Gemeinde Zirchow an. Heute gibt es neben dem normalen Flugbetrieb auch eine Ausstellung historischer Flugzeuge zu besichtigen. Alle aufwendig restauriert und zum größten Teil flugfähig. Rundflüge über die Insel werden allerdings mit diesem modernen Flugzeug hier angeboten. Die erste Aalbecker Seebrücke wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, als Anleger für die Fähren, die die Badegäste hierher brachten. Auch die kaiserliche Familie flaniert hier an und dazu mal. Daher der Name Kaiserbäder. Dieses Hotel hier wurde schon 1890 im damals armen Fischerort Aalbeck erbaut. Hier logierten schon einige Berühmtheiten, darunter der österreichische Kaiser Franz Josef, der Mann von Sissi. Die Namen der Logierhäuser geben dem Ort etwas Familiäres, Privates. Oder etwas Patriotisches. Das war im Deutschen Kaiserreich sehr beliebt.
Man liebte es, Ende des 19. Jahrhunderts auch, das Mittelalter architektonisch auferstehen zu lassen. So geschehen bei der Villa Castell. All diese Fantasien und Träumereien gehören zur berühmten Bäderarchitektur dazu. Aha. Das Phänomen, wenn viele Leute anstehen. Ja, dann kommen sie halt noch. Der Fisch soll gut sein? Oder stehen Sie auch nur hier, weil so viele Leute hier stehen? Genau, genau so. Ja, genau. Genau so. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Jo. Das Foto musste sein. Ja, aber so langsam könnte ich es auch mal essen. Fischbrötchen schmeckt immer noch am besten am Meer. Muss nur auf die Möwen aufpassen. Die mögen Fischbrötchen nämlich auch. Stau auf der Insel. Das kommt in der Hochsaison öfters mal vor. Die Bahn ist da oft schneller. Wir fahren nach Pudagla zum Klettern und anschließend zum Naturhafen Krumin. Dort machen wir eine Segeltour mit einem ganz besonderen Boot. Das sieht hoch aus. Ja, bis zu 14 Meter über dem Boden sind die Parcours, aber alle Kletterer sind hier gut gesichert. Es gibt 6 Rundgänge mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen für Kinder ab 6 Jahren. Hallo. Hallo, André. Nina. Nina, du bist für meine Sicherheit zuständig. Ja, Sehr gut, dann sei gut vorsichtig. lass mich einmal ihr linkes Bein. Und zur Sicherheit gehört die richtige Ausrüstung. Die wird bei jedem individuell angepasst. Dann folgt eine theoretische Einweisung und praktische Übungen. Erstmal auf niedriger Höhe. So. Ja, oder? Oh, 10 ist besser. Ja. Du kennst dich aus. Ja. 14 Meter. So, dann geht's jetzt ab ins Abenteuer. Ganz schön wackelig, kann man auch einen Spagat machen. So. Ha! Wenn man es könnte. Oh, ihr seid schon da. Sorry. Das ist irre. Wow! Oh, das war schlecht. Okay. Konzentriert. Geschafft. Wow. Sagt meiner Familie, dass ich sie liebe. Oh. Juhu. Ah. 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 Ich lebe. Ah.
Oh, das ging echt schneller, als ich dachte. Lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizukommen. Aber man ist auch froh, wenn man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Wow! So, André, jetzt Ja. Kurs aufnehmen. Kurs aufnehmen? Also, wenn du ziehst, geht das Boot nach Backbord links. Merkst, ja. Wenn du drückst, in die andere Richtung. Ich suche mir ein Ziel aus, Ja. geradeaus. Und dann ist es die gerade Linie oder muss ich mit dem Wind? Nein, gedachte gerade Linie, wenn der Wind stetig ist. Also wenn der Wind jetzt so schön, wie er jetzt ist. In dieser kurzen Zeit merke ich so, wie mich das total runterbringt. Sonst bin ich doch ein bisschen quirlig und aufgedreht. Ja, Und André, bist spring aufs Boot, leg los und jetzt kann Ganz man entspannt. echt so, ne? durchatmen. Was bedeutet die Katze auf dem Segel? Das ist das Zeichen vom Segelmacher. Und das Segel ist, das ist alles per Hand eingenäht. Und auch die Kauschen, diese Ringe, das nennt man Kauschen, ja, auch per Hand eingenäht. Alles uns so originalgetreu, wie es war, Genau. wiederherzustellen. Wie alt ist das Boot? 1929 gebaut. Ja, Ja. Und dann war es bis in die 60er Jahre, wurde damit gefischt. Und dann kam diese Art der Fischerei, die Ceesbootfischerei, zum Erliegen. Mein Vater hat dieses Boot 1972 gekauft, Dieses Boot. die Romantik, und in die Region gebracht. Und da musste ich ja, die Hobbys der Eltern muss man ja als Kind immer mitmachen, ne? Ist das nicht so? Ja, ja. Und da war ich noch klein und dann musste ich sozusagen immer mitsegeln. Konnte ich mich nicht gegen wehren. Ja, und weil wir kein Auto hatten, sondern nur ein Boot, haben wir das sozusagen als Trabi auf dem Wasser benutzt. Das war unser Wohnmobil zu Ostzeiten. 72. Und dann gingen die Reisen nach Rügen und nach Hittensee und immer die Küste, die Pommersche Küste rauf und runter. Wunderschön. Das, was wir jetzt machen hier, die Leute, die Gästefahrten anbieten oder die privat nutzen, das ist sozusagen ein Erhalt der maritimen Tradition, auch wenn wir nicht mehr fischen. Aber dann gleich auf Kurs, also wieder ranholen, wenn wir gerade Richtung Hafen Nein, fahren. jetzt mal ruhig, Brauner, jetzt packen wir ein. Gut. So, pass auf, und jetzt Ja. musst du an dem, genau. Und jetzt arbeiten wir beide parallel und legen das Segel schön, So ist ein bisschen viel. Zu viel? Ich dachte, wäre man schneller fertig. Und ja, jetzt ganz wenig. Guck mal ganz so. wenig? Ja, so. Und die Katze, Oh ja. dass die Katze schön Ausblick hat. Oh, da brauche ich noch ein Foto von. Sorry, Ja, so viel Zeit oh, muss bitteschön. sein. Ja, so viel Zeit muss sein. Und mit dir auch. Guck mal Ja. hier. Da die Katze. Meinst du wegen der Ähnlichkeit? Warte, bleib so. Der Schnurrbart? Helmut! Willkommen! Wir waren 3 Monate auf See, haben 6 Wochen nichts gegessen. Deckt den Tisch, holt die Getränke. Hast du? Alles klar, danke dir. Oh, jetzt geht's. Wow. Ah. Was eine Fahrt. Wir schauen uns noch einen Hafen an, am Achterwasser. Den Sportboothafen Ückeritz. Aber alle sagen nur, wir fahren zum Café Knatter. Das ist ein legendäres Restaurant hier.
Wir begnügen uns aber heute Abend mit einem leckeren Schlummertrunk. Ah, lecker. Moin. Ja, ganz schön was los hier. Die erste Seebrücke in Heringsdorf wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gebraucht und brannte 1958 ab. Ach, das ist verrückt. Hier kann man sich die Seebrücke im 19. Jahrhundert angucken. Wie eine Zeitreise. Das war die 500 Meter lange Kaiser-Wilhelm-Brücke. Großartig ausgestattet mit Türmchen und Aufbauten, in denen sich Restaurants und Geschäfte befanden. Schade drum. Zum Glück stehen in Heringsdorf aber noch viele sehr schöne alte Gebäude. Hier, da ist er. Wilhelm I., deutscher Kaiser, König von Preußen. 1820 den ersten Besuch. Da war Heringsdorf touristisch noch nicht erschlossen. Aber dem ersten Wilhelm hat's hier wohl gefallen, sonst wäre er nicht wiedergekommen. In der Villa Staudt war er selbst aber nie, sondern sein Enkel Kaiser Wilhelm II. Der besucht hier eine Gräfin Staudt, die Witwe eines reichen Textilunternehmers. Natürlich nur zum Tee. Das waren so die Ereignisse, weshalb die Orte Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin den werbewirksamen Namen Kaiserbäder erhielten. Moin. Guten Tag, mein Lieber. Ganz schön hügelig hier. Ja, Heringsdorf ist auf Bergen erbaut worden. Und hier sind wir an einem Haus. Hier hat die Geschichte des Badeortes angefangen. Ist schon eher ein Schloss, oder? Ein richtiges? Also es heißt Weißes Schloss. Ja, der Name, den führen wir heute für dieses Gebäude. Ursprünglich ist es ein Logierhaus, so hieß es am Anfang. Das ist ein Gebäude, das ist gebaut worden, um Fremde zu beherbergen. Man fängt erst an mit dem Logierhaus, man baut ein Gesellschaftshaus, man baut ein Warmbad, man möchte sich auch waschen. Ja, man geht in die Ostsee, zu der Zeit noch nicht so, wie wir es heute kennen. Kalte Bäder sind noch relativ verpönt. Das kommt erst aus England langsam rüber geschwappt. Ja, und dann schwappte es aber ziemlich heftig. Bald nannte man Usedom die Badewanne Berlins. Denn immer mehr reiche Berliner bauten sich hier schicke Sommerresidenzen. Man baut halt andere Villen im Umfeld dieses Gebäude. Es richten sich Künstler, Maler hier erstmal ihre Häuser ein. Also Heringsdorf ist derzeit ein echter Insider-Tipp. Man kennt den Ort noch nicht, aber es spricht sich nach und nach in Berlin rum, dass man hier an der Küste auf Usedom einen tollen kleinen Badeort hat. Und mit den wohlhabenden Industriellen kamen auch die Künstler. Lionel Feininger, Theodor Fontane, Thomas Mann. In dieser Jugendstilvilla wohnte der russische Schriftsteller und Regimekritiker Maxim Gorki. Maxim Gorki lebte hier von Mai bis September 1922 im Exil. Er hat hier gearbeitet und das Buch geschrieben, Meine Universitäten, das 3. Band. Und die Räume, die wir hier sehen, das sind die original erhaltenen Räumlichkeiten. Und Gott sei Dank haben wir die Zeit überstanden. Gorki verließ das revolutionäre Russland, weil er Meinungsverschiedenheiten mit Lenin hatte, aber auch um seine Lungentuberkulose auszukurieren. Auf Luxus musste er hier nicht verzichten.
Diese Verzierungen und die Fassade, das ist alles so typisch für Jugendstil, was wir hier haben. Das war Luxus pur für damalige Verhältnisse. Wir haben hier Strom, fließendes Wasser, aber auch Toilette im Haus. Viele Häuser zu damaligem Zeitpunkt, 1906, die gebaut worden sind, hatten noch Toiletten draußen gehabt. Aber hier tatsächlich war Luxus pur. Und wie ging's weiter? Schon 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war aus dem Luxusort für Reiche ein Bad der Werktätigen geworden. Hotels und Pensionen wurden verstaatlicht und ihre Besitzer enteignet. Die Gebäude wurden zu Ferienheimen des DDR-Gewerkschaftsbundes, der SED oder volkseigenen Betrieben umfunktioniert. Schon 1952 kamen 30.000 Urlauber allein nach Heringsdorf. Wenige Jahre später verdoppelte sich die Zahl. Meine Mission, auf jeder Seebrücke was anderes essen. Die freuen sich schon über mein Eis hier, die Leute. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. So, ja. Direkt an der Promenade steht dieser monströse Strandkorb. Machen wir eine Erkundungstour der Badekultur. Los geht's mit dem Museum für Bademoden. In einem Gebäude, wo auch Strandkörbe hergestellt werden, hat ein Sammler seine Schätze der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Bademoden heute und damals. Das ist immer ein wahnsinnig schönes Erinnerungsstück. Das ist nämlich eine meiner ersten historischen Männerbadeanzüge. Den habe ich Anfang der 90er oder Mitte der 90er Jahre aus Neubrandenburg zugeschickt bekommen mit einem netten Brief. Das ist der Badeanzug meines Großvaters. Und da war das Sammlergehen so angestachelt. Und das ist so eine schöne Erinnerung, mein erster historischer Männerbadeanzug. Und den haben wir hier in der Vitrine verewigt. Und hier ist so typisch um 1900 der Damenbadeanzug, wo noch alles verdeckt war, weil es gab ja noch keine Freibadeerlaubnis. Und man ist dann in den Badeanstalten baden gegangen und da mussten die Damen natürlich züchtig anziehen. Da durfte nicht viel zu sehen sein, kein Dekolleté, keine Knie oder sonst was. Ne? Und wo so die typischen japanischen Schirmchen mit dabei, die waren so in den 20er Jahren angesagt. Du hast also als Sonnenschutz dann als Madame das Schirmchen dann gedreht am Strand. Und wer hatte das schönste Schirmchen? Die Jürgen Kraft Bademode wird wie in einem Geschäft präsentiert. Badeanzüge aus den 50er, 60er und 70er Jahren. 700 Sammlerstücke aus aller Welt sind hier zu sehen. Und Bilder, Postkarten und Bademodenwerbung. An der Wand hängen so zwei typische Vertreter der Bademode 20er, 30er Jahre. Da hat man ja noch Trikotstoffe gehabt und man hat sehr viel mit Wolle gearbeitet. Bademode aus Wolle war immer ein bisschen problematisch, da noch keine elastischen Fasern erfunden waren. Und
Badeanzüge aus Wolle hatten natürlich auch das Problem, dass sie durchs Wasser sehr schwer wurden. Und da kann ich mich daran erinnern, an einen wunderschönen Brief, wo ich eine Wollbadehose bekommen hatte. Und die Dame schrieb mir dazu, wir haben uns immer so ein bisschen geschämt, als Opa aus dem Wasser kam mit seiner vollgesaugten Wollbadehose. Und die ist dann meist immer in die Kniekehlen runtergerutscht. Und die Kinder mussten lachen. Und der Frau war es natürlich übelst peinlich. Den Werkstattkomplex Korbberg gibt es schon seit 1925. Vor kurzem ist er hier von Heringsdorf nach Uekeritz umgezogen. Hallo Dirk. Ich suche einen Strandkorb. Bin ich da hier richtig? Ja, dann bist du ja richtig erstmal. Hast dich nicht verlaufen. Gut. Gerne ein größeres Modell für so eine Familie vielleicht? Ja, also wir haben das zwar im Angebot, aber ich denke mal, so groß ist deine Familie nicht, oder? Nee, so groß ist sie nicht. 2, 4, 6, 8, 9. Nee, ein bisschen kleiner. Dieser 6 Meter lange Strandkorb wurde für den G8-Gipfel im Juni 2007 in Heiligendamm angefertigt. Deutschlands älteste Strandkorbmanufaktur, die noch in Betrieb ist, macht öfters mal besondere Sachen. Ja. Der gefällt mir, glaube ich. Ja. Ich könnte es ein bisschen bunter gebrauchen, aber das ist ja auch jeder, wie er möchte, oder? Hast ein bisschen gespart? Okay, gut. Ich nehme ein günstigeres Modell. Hier mit Bullauge. Ja. Also, hier, auch wenn man das hier sieht, ist noch nicht Ende, sondern das ist schon ein Modell aus Teak mit einem PE-Geflecht, mit Bullaugen, mit ziemlich viel Ausstattung, ja. Das ist eine Crush-Eiswanne. Warte mal, die müssen wir rausziehen. So, also wenn du mit deiner Familie dann Apfelsaft trinkst, ne? Also dann gehst du in die Küche und packst das da hin und dann Crush-Eis ran und dann kannst du das da unten reinstellen. Dieses Modell kriegst du auch mit Sitz- und Rückenheizung und Massagefunktion und mit einer kleinen Anlage drin, Bluetooth-Anlage mit Leselampen, mit indirekter Beleuchtung und du kannst auch so einen USB-Port noch rein haben. Also additiv, also wenn du dann ganz, ganz viel gespart hast, dann geht das auch. Aber möchte man nicht, wenn man hier in so einem Strandkorb sitzt, mal das Handy weglegen, ohne es aufzuladen? Einfach nur ein Buch, Leselampe an. Ja, oder du hast dein elektronisches Buch, das du laden musst. Okay, gut. Die heiligen Hallen. Das, ja, genau, Näherei und hier das Kernstück, die Flechterei. Das hat mit Strandkörben nichts zu tun. Das ist Heißluftballon, der Korb für einen... Genau, und das ist Naturmaterial. Der Korb muss ja leicht sein und das ist ganz selten in Deutschland. Naturmaterial für einen Strandkorb zu benutzen, ist nicht nur für den Flechterknochen Arbeit, sondern macht auch später eine Menge Arbeit wegen Pflege des Materials. Mindestens einmal im Jahr muss alles geölt werden. Für Strandkörbe, die den ganzen Sommer am Meer oder im Garten stehen, wählt man heute oft auch Kunststoffgeflecht. Dann haben wir hier klassisch eine Haube für einen Strandkorb, für einen ganz normalen. Also wird in Stationen gemacht. Also dann erstes Sitzteil hier, Haube da. Genau, das ist an unterschiedlichen Stellen. Und dann, das ist in dem Fall auch mit so einem Kunststoffmaterial, das ist Naturmaterial. Ja. Da haben wir einen barrierefreien Strandkorb. Ne, also für Rollifahrer? Oder? Rollifahrer, genau. Mit PVC-Flechten geht 2- bis 3-mal schneller als mit Naturmaterial. Trotzdem dauert die Flechtarbeit an einem Strandkorb normaler Größe mindestens einen Tag. Diese Stoffe hier, die trotzen Wasser und Sonne, sind aber nicht aus Baumwolle, sondern aus Kunststoff und speziell imprägniert. Und dann wäre da noch das Holz, auch wieder viel Handarbeit. So, einmal hier der Gestellbau. Ist das hier der... Holz riecht immer wieder gut. Ja, die Sägespäne, ne? Die bleiben immer drin. Ne? Das ist immer so ein Gefühl, was auch immer drin bleibt. Ja. Ein Riesenteil. Ja, das ist ein Verkaufskorb. Da kommt nachher ein Eisladen rein. Und das Ding geht nach Liverpool. Nach England? Ja. Ah, und wie laufen die generell, so Strandkörbe in England? Gefragt? Schlecht gar nicht. Es ist aber kein Einzelfall. Also das ist ein deutsches Produkt, eine deutsche
deutsche Traditionen und Kulturen, die lässt sich nicht sowas lässt sich nicht immer beliebig transportieren ins Ausland. Dafür sind Sie hier nicht wegzudenken. Genau. Das stimmt. Ja? Überall am Strand. Ja. Oh, ein Traum. Ja. Eine Schande, noch die Schuhe anzuhaben. Ja, die müssen wir auch ganz schnell ausziehen jetzt gleich. Aber jetzt sind wir bei Alex hier. Hallo. Moin, hallo. Alex, André, hi, grüß dich. Hi. Grüß dich, Dirk. Ach, hier. Ihr seht euch nicht zum ersten Mal. Wollt ihr ein bisschen spielen? Ich spiele, er spielt mit. Okay. Also spielen wir zusammen eine Runde Beachtennis. Gerne. Wie viele Leute spielen das immer? Ich suche jetzt noch jemanden und dann spielen wir zu viert, okay? Gut, sehr, sehr gerne. So, jetzt geht's gleich los. Jetzt gibt's auch kein Zurück mehr für dich. Wir haben jetzt hier die Schläger und du kriegst jetzt hier diesen hier. Weil er ein Warum bisschen, nicht diesen hier? Der sieht hübsch aus. Das sah schon so aus über Kreuz. Warum? Weil das der Verliererschläger ist und den behältst du jetzt auch. Also Beachtennis wird ähnlich gespielt wie Badminton. Du spielst immer direkt, auch zu zweit. Ne? Also du musst immer nur auf den Ball draufhauen. Immer nur auf den Ball draufhauen. Ja, und dann aber auch versuchen, hier innerhalb dieses Feldes den Ball unterzubringen. Gut. Ja. Du spielst allein gegen uns. Nein, ich suche... Kerstin. Nee, vielleicht nicht gerade Kerstin. Die ist sehr gut. Kerstin, spielst du mit mir gegen die beiden Jungs? Okay. Gut. Es geht ja um nichts. Nee. Außer die Geh Ehre. rüber. Wow! Ja! Geile Taste. Aber verdient gewonnen, das ist ja unglaublich. Hast du super gemacht. Nee, wirklich jetzt. Du hast das erste Mal so ein Ding in der Hand gehabt. Also richtig gut. Dankeschön, Alex. Der Verlierer geht ins Wasser? Ich komme mit, komm. Zum Wohl. Zum Wohl. Schöner Tag. Aber wir müssen irgendwann mal eine Revanche spielen. Das hat mich doch ein bisschen gewurmt. Jetzt willst du ein Jahr üben? 3. Okay. Ein kleiner Teil von Usedom gehört zu Polen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Vorher war Swinemünde, wohin wir heute einen Ausflug machen, das drittgrößte deutsche Ostseebad. Aber weil Polen heute zur EU gehört, sind die Grenzen wieder problemlos passierbar. Auf geht's! Entlang der Straßen nach Polen hat sich ein Markt entwickelt. Die Deutschen nennen ihn salopp Polenmarkt, die Polen nennen ihn den Deutschen Markt. Hier gibt's Zigaretten, Lebensmittel, Alkohol und Gebrauchsgegenstände, deren Langlebigkeit und Schönheit man manchmal in Frage stellen kann. Und das, lass mich raten, Wolfgang. Hallo. Rote Jacke als Erkennungszeichen. Ja. Achtung, Fahrrad, Entschuldigung. Hier ist echt was los, oder? Also, das war früher nicht so. Nein. Gab es auch kein Fahrrad. Hier waren 2 Grenzzäune.
Einer auf polnischer Seite, einer auf deutscher Seite. Bis zum Dezember 2007. Und dann ist direkt der Fahrradweg gebaut worden? Nee, direkt nicht. Das war nicht so ganz einfach. Wir waren schon vorher hier mal und haben das besichtigt. Die Verantwortlichen von der polnischen Seite haben damals gesagt, wozu brauchen wir denn das? Und dann haben wir, nachdem die Grenzzäune weg waren, haben wir uns Ostern 2008 hier noch mal getroffen. Die Verantwortlichen von der polnischen Seite, von der deutschen Seite. Und da kam zufälligerweise eine Gruppe von Radfahrern von der deutschen Seite. Wie bestellt? Der Weg, das war wie bestellt. Und dann mussten sie hier absteigen. Dann war hier der Sandstreifen. Was jetzt bewachsen ist, war damals purer Sand. Und über den Sandstreifen mussten die ihre Fahrräder mühselig schieben. Und da haben die Verantwortlichen von der polnischen Seite gesagt, aha, jetzt verstehen wir, was sie wollen. Sehr gut. Dass ein Radweg hier Sinn machen könnte. Und da ist dann daran angeknüpft worden, dass es hier schon die sogenannte Kaiser-Wilhelm-Promenade gegeben hat. Also ein Spazierweg, sagen wir mal. Weiß man, in welche Richtung mehr Touristen unterwegs sind? Ich glaube, das hält sich die Waage. Wir machen ein Foto hier vorne an der Grenze. Ist Ja, dabei? Okay. Ja, gut. Das ist, glaube ich, das beliebteste Fotomotiv. Sicher, das funktioniert ja. Wie die Leute das annehmen, ist für mich erstaunlich. Toll. Da können Sie von uns ein Foto machen. Darf ich Ihnen die umlegen? Ja. Gucken Sie ruhig durch den Sucher. Ja. Und dann einfach hier oben den roten Knopf. Der rote Knopf. Ich stehe am liebsten so mit einem Fuß auf der polnischen Seite. Das ist eine gute Idee. Machen wir das auch. Einmal bitte noch. Einen Fuß habe ich gerade gelernt, auf der einen Seite, einen auf der anderen Seite. Vielen Dank. Dankeschön. Das Bild des Jahres. Dankeschön. Ich fahre mal so, damit du ein Gefühl hast. Fühlst dich wohl? Platz hast du? In Swinemünde erstreckt sich zwischen Flaniermeile und Strand ein breiter Streifen, der bebaut und bewaldet ist. Die Landzungen, Molen genannt, wurden schon im 19. Jahrhundert gebaut, um die Wellen zu brechen. Denn hier geht's zum Hafen, der schon seit dem Mittelalter von großer Bedeutung ist. Da am Horizont sieht man die Verladekräne. Der Hafen steht schon mehrere Jahrhunderte im Mittelpunkt des städtischen Lebens. Denn da, wo ein reger Seehandel herrscht, siedeln sich immer auch Kaufleute, Handwerker und Gastwirte an. Der Seehafen Swinemünde ist bis heute ein bedeutender Umschlagplatz an der Ostseeküste. Von hier starten auch Fähren nach Skandinavien und Ausflugsboote. Und es gibt einen Militärhafen. Denn Swinemünde war schon im Kaiserreich eine Garnisonsstadt, die in den beiden Weltkriegen immer weiter ausgebaut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Rote Armee in diese Anlagen und verließ Swinemünde erst 1992 nach dem Zerfall der Sowjetunion. Heute werden diese militärischen Gebäude und Anlagen als historische Gedenkstätten und Museen genutzt. Zurück zur Flaniermeile, da wo Urlaubsatmosphäre herrscht. Im Kern ist das hier das Seebad Swinemünde. Es gibt dann noch die Hafenstadt Swinemünde. Und das ist hier alles entstanden so in der Zeit so zwischen 1900, Ersten Weltkrieg. Das ist die typische Bäderarchitektur, wie wir sie auch in den Nachbarorten finden. Ja. Nicht nur Architektur, sondern auch Bäderkultur gibt es in Swinemünde reichlich. Viele kommen hierher, um Kuranwendungen zu nehmen, zu polnischen Tarifen. Die Häuser, die damals entstanden sind, die hatten freien Blick auf die Ostsee. Da muss man sich vorstellen, hinter, wo die Hecke jetzt ist, da war dann früher der Strand. Der Strand ist hier im Laufe der Jahrzehnte immer weiter von der Promenade weggerückt. Und dann ist die Promenade
ja, eigentlich keine Strandpromenade mehr, streng genommen. Und es gibt eben keine Seebrücke mehr, weil die Seebrücke ist vom Sand zugeschüttet worden. Komplett weg. Ja. Swinemünde gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen in Polen. Fast 2 Millionen Urlauber und Kurgäste übernachten hier jedes Jahr. Auch um die polnische Gastfreundschaft zu genießen. Ein Tipp von unserem Begleiter Wolfgang. Im Turm der Lutherkirche kann man Kaffee trinken und die Aussicht ganz oben in der Turmspitze ist auch nicht zu verachten. Neben der ehemaligen Kirche ist ein Restaurant eingezogen. Wenn wir parken, was meinst du? Ja, ne? Ja. Kurna Chata. Chata. CH ist CH wird CH gesprochen. Und heißt? Ja, verdammte Hütte. Hast du mich in die verdammte Hütte geführt? Aber ich glaube, es soll Hühnerstall heißen. Hühnerstall, weil es mal einer war? Was meinst du? Nee, das war auf keinen Fall ein Hühnerstall. Das Gebäude steht an der Stelle, wo früher ein Kirchenschiff gestanden hat. Nebenan ist so ein Kirchturm, Ja. ohne Kirchenschiff. Und hier, wo das Gebäude steht, war das Kirchenschiff. Und das ist 1945 bei dem schweren Luftangriff, der hier Swinemünde ereilt hat, ist das ja, durch Luftminen nur so zerstört worden. Dann? Nastrovje. Nastrovje. Mhm. Aber süß. Dann, oh, da kommt es. Oh, dziękuję bardzo. Oh. Das sieht gut aus. Und auch nicht wenig, ne? Das ist schon. Großes Schnitzelchen, ne? Ach, das stimmt, die Suppe. Das ist ja. Dziękuję. Ja. Dann guten Appetit. Smacznego. Gehackten, eins mit Quark. Und Das wird Quark sein. Und ich habe den Hals mal wieder nicht voll bekommen und direkt noch eine Suppe dazu genommen. Ja, Entschuldigung, die Suppe entpuppt sich als Krautgericht mit Fleisch und heißt Bigos, übrigens ein polnisches Nationalgericht. Könnte man auch pur essen. Wodka. Wodka. Du kannst einen trinken, ich muss fahren. Na gut. Am Nachmittag ist der Himmel eher grau. Ja, es sieht nach Regen aus. Ja, perfektes Museumswetter. Wir fahren von Swinemünde an das andere Ende von Usedom, in den Nordwesten. Das dauert eine Stunde. Unser Ziel Peenemünde und sein sehr sehenswertes Museum. Dort in der Nähe kann man auch Boote bauen. Die Lage war perfekt, direkt am Wasser und sonst weit und breit nichts. Im Verborgenen entwickelte ein riesiges Forschungszentrum im Dritten Reich eine gefährliche Kriegswaffe. Eine Technik, mit der es gut 30 Jahre später gelang, zum Mond zu fliegen. Im ehemaligen Kraftwerk, das die Peenemünder Versuchsanstalten mit Energie versorgte, beginnt man die Ausmaße des damaligen Forschungsprojektes zu erahnen. Das riesige Gemälde, das zurzeit im Kesselhaus hängt, wurde von einem namhaften spanischen Maler gestaltet. Es macht deutlich, dass die Kriegsraketen unter unmenschlichen Umständen von Häftlingen gebaut wurden. Die Ausstellung im Museum zeichnet die Geschichte des Areals mit Fotos, Filmen und Dokumenten nach. Von den Anfängen der Raketenforschung in Deutschland über die Erschließung des Peenemünder Geländes bis zu dem gigantischen geheimen Militärprojekt, in das die NS-Diktatur ab 1936 rund 2,5 Milliarden Reichsmark investierte. Peenemünde waren bis 1936 ein kleines Fischerdörfchen am Peenestrom, eben der Mündung. Das Dorf wurde entsiedelt, die Menschen wurden entschädigt, bekamen anderswo Häuser oder Bauernhof. Die gesamte Fläche
war eine planerische Carte Blanche. Also es wurde wirklich von Null auf gebaut, von Null auf eben Werke gebaut und von Null auf Siedlungen gebaut. Siedlungen und Lager für Häftlinge und Zwangsarbeiter aus ganz Europa. Sie wurden für den Bau der Langstreckenwaffen aus anderen Lagern in Deutschland hierher gebracht. Die Wissenschaftler und Ingenieure, die die Raketentechnik entwickelten, waren eine junge Truppe. Zusammen mit ihren Familien sahen sie sich als Pioniere. Am Anfang hofften sie mit ihrer Arbeit an den Raketensystemen noch der Raumfahrt zu dienen. Wernher von Braun war einer der ersten, die bei diesem Projekt eben anfingen. Mit ihm quasi wuchs dieses ganze Projekt. Er war, als er hierher kam, im Jahr 1937, war er 25 Jahre. Mit 30 Jahren, dann, als das Ganze hier an seinem Höhepunkt war, war er Chef über 1200 Wissenschaftler und Ingenieure. Es war eine komplett neue ingenieurwissenschaftliches Feld. Also da gab es keine eben alten Koryphäen, die man sich holen konnte. Deswegen eben wurden an sich wirklich die Mitarbeiter aus den Unis, aus den Hörsälen raus rekrutiert. Noch im Januar 1945 sprach Adolf Hitler öffentlich vom Endsieg durch eine Wunderwaffe. Die V2-Rakete sollte die Rettung bringen. Um eben eine Rakete abzuschießen oder ein Triebwerk zu testen, 4 Tonnen Alkohol waren dafür nötig. Dafür braucht man 40 Tonnen Kartoffeln oder Zuckerrüben oder sonst irgendwas, also woraus man Alkohol brennen kann. Das ist das, was in einem Jahr auf 1 Hektar Land wächst. Also da wird dann natürlich sehr schnell klar, es gibt natürliche Grenzen bei diesem Projekt. Im Kraftwerk wurden diese enormen Mengen an Energie gewonnen, mit der der Treibstoff hergestellt wurde. Rund 300 Raketenstarts gab es bis zur Einstellung der Arbeit 1945 auf diesem Gelände. Immer länger bleiben die Geschosse in der Luft, überwinden weite Strecken. Darüber kann es eben außerhalb der Erdatmosphäre geschossen werden und so in der Idee dann jeden beliebigen Ort der Erde eben treffen. Das heißt, die sah man nicht kommen, die hörte man nicht kommen, die kam aus dem absoluten Nichts und genau das war die Idee, eben diese Waffe unabwehrbar, unvorhersehbar. Und genauso funktioniert es dann ab September 1944. V2-Raketen kommen unter anderem gegen England zum Einsatz. Die Angriffe gelten als Vergeltung für die Zerstörung deutscher Städte. Vor allem die Zivilbevölkerung wird getroffen. Obwohl sie für die Nazis gearbeitet haben, sind die Forscher aus Peenemünde nach dem Krieg gefragte Wissenschaftler. 127 von ihnen lassen sich von den USA anwerben. Wernher von Braun setzte seine Kenntnisse bei der Entwicklung der Saturn-Rakete ein und wurde stellvertretender Chef der NASA. Er wirkte auch maßgeblich beim Apollo-Programm mit, das zur ersten Mondlandung führte.
Neben dem alten Kraftwerk gibt es eine kleine Werft mit Bootsbauschule. Darf ich Sie grüßen? Guten Tag, wie geht's Ihnen? Ja, kommen Sie mal mit. Ja, kommen Sie mal mit. Hier, komm mal mit. Hier, der Hund hat mir gezeigt, wo es hingeht. Hallo Ursula, grüß Hallo. dich. Tag. Tag. Ja, Hallo. Hallo. Tag. So, Na. ihr braucht meine Hilfe. Ja. Ich wollte, wir glaube ich, eher mal probieren's. zugucken. Ihr baut ein richtiges Boot. Ja, genau. Wir machen hier bauen ein Kanu. So sehen sie aus, die fertigen Schmuckstücke, die hier gebaut werden. Das dauert je nach Modell zwischen 7 und 21 Tagen. Zurzeit lernen hier Matthias und Nikita, wie man sowas macht. Sie kommen übrigens aus der Schweiz und bauen seit 4 Tagen an ihrem Boot. Typ Kanadier. Ursula zeigt, wie es geht. Die beiden jungen Männer sind aber auch nicht nur zum Spaß hier. Also wir müssen eigentlich für die Schule eine Arbeit schreiben, als Abschlussarbeit für das Gymnasium. Und wir dachten uns, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu langweilig. Also sind wir darauf gekommen, ein Boot zu bauen, denn das Oberthema wäre Land und Meer. Werden die hier geleimt oder direkt? Also, auf ins Abenteuer. Lektion 1, die Kunst, Holzstäbe zu verleihen. Überläuft. Man streicht dann mit dem Finger noch drüber, dass es halt dann besser verteilt ist. Ah, du sagst Stopp, oder so reicht es? So ist okay. Ah, verstehe. Und so kann man das dann einfach darüber transportieren, ohne dass viel schief gehen kann. Was ist das für ein Holz? Also das ist jetzt Zedernholz hier oben. Der Bereich ist aus Zeder. Die dunklen Leisten mit dem bisschen hell auch. Und hier unten ist Tanne. Das sind die beiden Holzarten, die wir verwenden, weil das ist schönes, leichtes Holz. Damit kann man ein gutes, leichtes Boot bauen. So, wirklich? Das kann ich brechen? Ha, ich wusste es. Ich habe was falsch gemacht. Nee, nicht schlimm? Das passiert ein paar Mal. Ja. Jetzt ruhig hoch. Jetzt ist drin. Bei mir ist drin. Ist er jetzt gut? Ja. Jetzt ist er richtig gut dran. Ja, perfekt. Bingo, fertig. Ja, sehr. Ich stehe fest. Ja, war ein Gag. Ja. Gut. Schiff Ahoi. Alles Gute, ja? Ja. Ich danke euch. Gute Fahrt. Tschüss. So. Fängt doch gut an. Wird man da auch dünner, wenn man näher kommt? Nein. Ja, hilft nur abtrainieren. Das Naturwissenschaftliche Museum Phänomenta befindet sich ebenfalls auf diesem Gelände. Hier holt man sich durch allerlei Experimente große Aha-Momente ab. Ausgegangen. Daniel. André. Das ist nicht nur was für Kinder, oder? Absolut nicht. Was ist denn hier dein Lieblingsexperiment? Ah, schwierig zu sagen. Alles, was knallt, alles, was Geräusche macht, alles, was sich bewegt, also eigentlich alles. Und was ist das Experiment, was am besten ankommt? Das abgespielteste vielleicht? Das ist der Trabiheber. Ne? Reinkommen, Trabant sehen. Erstmal natürlich wegen der Region. Trabant ist natürlich einfach schon mal cool. Ja. So klein und es ist gefahren. Dann kommen die Kinder, heben den Trabant hoch. Das meist fotografierteste Exponat. Ja, es ist wahr. Dank der physikalischen Hebelwirkung kann ein Kind ein Trabi hochheben. Der wiegt 770 Kilo. Man kommt hier hin, das ist eine riesige Sammlung, ein Museum voller Exponate. Das weiß man aber nicht. Ne? Man geht hin, macht Sachen und denkt sich dann, ah, krass, Hebelgesetz. Ne? Aber dann ist der Trabi schon in der Luft. Also das Lernen ist eigentlich so ein Abfallprodukt. Das kann man sich gar nicht gegen wehren. Würdest du dich das trauen? Du hast es schon gemacht. Meinst du, ich könnte das schaffen? Okay, dann vertraue ich dir. Vielen Dank. Sehr gut. Gut, ich bin bereit. Wäre gelogen. Aber es hilft ja nichts. Im Namen der Wissenschaft. Genau. Jetzt können Sie auch Genau. drauf und hier festhalten. Ja. Okay. Einmal reinsetzen. Gibt es irgendein Zeichen, was ich kann ich irgendwie rufen? Kühlschrank oder so? Ja, Oder muss ich was bestellen? Ah! Kannst du Stopp sagen? Alles Das gut? geht aber schnell. Du hast es eilig, oder? Alles gut? Reicht!
Okay, nein, geht noch. Stopp sagen. Ja, okay, ja, okay. Also, alles klar. Okay, das. Gut. Also, von mir aus kannst du aufhören. Ich weiß, wie es ist. Also, das war's. Schön. Wo seid ihr? Da. Schön war's. Gunnar Fiedler bietet seit 20 Jahren auf Usedom Inselsafaris an. Sogar Einheimische nehmen manchmal daran teil, um mit ihm Neues auf ihrer Insel zu entdecken. Wir fahren durch den Turbruch, ein Niedermoorgebiet, und am Gotensee entlang. In einer Bucht am Achterwasser ist am Abend ein Picknick geplant. Usedom hat insgesamt 14 Seen und an einigen, wie hier in Neppermin, kann man auch schwimmen. Das Niedermoorgebiet Turbruch ist von Entwässerungskanälen durchzogen, von denen die ältesten aus dem 18. Jahrhundert stammen. Würde man die Senke nicht ständig entwässern, wäre das gesamte Gebiet überflutet. Was ist das? Das ist jetzt ein Schöpfwerk, an dem wir vorbeifahren. Ne? Und von diesen Schöpfwerken gibt es auf Usedom 60 Stück. Und die sorgen dafür, dass diese Moore, die jetzt noch entwässert werden, auch trocken gehalten werden. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses Turbruch ist wie so eine Suppenschüssel in der Inselmitte. Und 1/3 aller Niederschläge, die auf Usedom so runterfallen, die sammeln sich hier im Turbruch und müssen dann von hier rausgeschöpft werden. So, ihr Lieben. Jetzt aussteigen und mal gucken, wo wir hier gelandet sind. Mitten im Urwald, so sieht's aus. Das ist wirklich Urwald. Ja. Nee, jetzt seht ihr gerade mal so die Ufer von unserem Gotensee. Und der Gotensee ist einer von 14 Seen, die wir auf der Insel haben. Und wir machen gerade so eine kleine Zeitreise. Ihr müsst euch vorstellen, so wie Usedom jetzt hier aussieht, hat mehr oder weniger mal so 1/4 der Insel ausgesehen. Und das ist natürlich so ein Eldorado jetzt für die Fischotter, für die Seeadler. Habt ihr schon Seeadler gesehen bei uns? Oh, wunderbar. Das war nicht immer so, denn zwar blieb das Turbruchmoor trotz vieler menschlicher Eingriffe lange Zeit intakt. Das änderte sich aber in den 1960er Jahren durch die intensive Landwirtschaft. Die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren ging damals drastisch zurück. Haltet mal die Augen auf, ob ihr irgendwo hier unten so Fraßspuren vom Biber sehen könnt. Ich würde mal sagen, die hier. Die sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Was sagst du da hinten zu der Buche da unten? Oh ja, das sieht gut aus. Mächtiges Ding. Die nehmen wir mit. Da können wir ja mal runtergehen, können uns Sehr mal gut. angucken. Sie sind wieder da, die Biber, und helfen, die Ökosysteme neu aufzubauen. Ihr seht schon, das ist ziemlich hell, wo wir jetzt hier gerade sind. Und ein Teil der Bäume, die unten am Ufer stehen, die sind irgendwann mal abgestorben, abgebrochen, weil die zu viel Wasser bekommen haben. Aber ein ganz Teil der Bäume, seht ihr schon, sieht so ein bisschen abgenagt aus. Guck mal hier. Hier zum Beispiel. Das, ja, der muss wie nur gemacht? abgenommen werden. Da Gibst wurde du, das warst du. Und Echt wenn ihr- so genau? Und wenn ihr mal guckt hier, wie groß hier die Späne sind. Siehst du das, was der Biber so abbeißen kann? Mit seinen messerscharfen Zähnen. Und der Biber muss immer wieder die auch abschleifen, seine Zähne, weil die wachsen eigentlich immer nach, permanent. Und der hat einen richtigen Drang, der muss eigentlich immer nagen und Bäume umlegen. Oder eben auch hier so eine knackige Buche. Wenn ihr mal guckt, was das für ein dicker Baum ist, du kannst davon ausgehen, dass er vielleicht in 2 Wochen oder so einen Baum hier so weit hat, wie der jetzt hier ist. Das ist doch fatal, oder nicht? Ja, ne, also, Aber will man den nicht schützen? Kann man da jetzt nicht irgendwie so eine Paste drauf machen, die er nicht mag? Ihr habt ja gerade gesehen, wir sind an vielen Bäumen vorbeigegangen, die haben überall so einen, wie nennt man sowas, Maschendrahtzaun gekriegt oder Wildschutzzaun.
wo man natürlich versucht, die Bäume zu schützen. Tatsache ist, dass man das oftmals auch viel zu spät macht, weil wenn wir jetzt weiter am See unterwegs sind, sind etliche Buchen schon von der Rinde komplett befreit. Das heißt also, die Frage, ob der Baum sich erholt, ist halt so eine Sache, ne? Und trotzdem leistet der Biber wertvolle Arbeit. In seinen Dämmen aus gefälltem Holz siedeln sich Vögel und Insekten an. Neue Lebensräume entstehen. Gurke. Gunnar hat uns in Windeseile ein Picknick aufgebaut. Das gehört zur Inselsafari dazu. Schöne Ganze. Ja, sieht aber gar nicht schlecht aus. Ja. Den muss ich noch mal so umstecken hier. Der kann auch ein bisschen. Bitte schön. Auf geht's in die Inselhauptstadt Usedom und zur Canina-Hub-Brücke. Danach machen wir einen nostalgischen Ausflug zum DDR-Museum in Dahren. Die Stadt Usedom blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Zeitweilig war sie Bischofssitz, Herzogssitz und Klosterort. Man hört's gleich, heute ist Lämmermarkt. Das Walliser Schwarznasenschaf sieht nicht nur lustig aus, seine Wolle wird hier gerne zu feinen Waren verarbeitet. Auf dem Markt kann man sehen, wie die Wolle nach alter Tradition gekämmt, gesponnen und gewebt wird. Wir machen eine Rundfahrt durch den Südwesten der Insel. Das ist der Rest der alten Canina-Hub-Brücke, die 1945 gesprengt wurde. Vorher fuhren hier Direktzüge von Berlin in die Kaiserbäder. Aprikosen lieben sandige Böden und können Nachtfröste aushalten. Trotzdem ist diese Plantage hier eine Überraschung. Hier haben wir in Mönchhof 6 Hektar, verschiedene Sorten. Wir müssen erst mal probieren, welche Sorte für uns besser ist. Und Usedom steht ja auch für die meisten Sonnentage im Jahr, oder? Genau, das ist deshalb süß und saftig. Und wir werden alles mit Hand ernten. Ja. Einfach abzupfen, kann man nichts kaputt machen. Am besten machst du einmal, drehst du so, also leicht drehen. Ja. Und dann habe ich auch kein Spiel genau, mehr drin. Genau, kein Spiel mehr drin, genau. Mhm. Gut, alles klar. Jo, kann losgehen. Dankeschön.
Die Wasserwürfel und auch diese Aprikosenplantage gehören zur Inselmühle. Dort werden regionale Produkte hergestellt. Da fahren wir doch am besten gleich mal hin. Die Inselmühle wurde im Jahr 1860 erbaut und diente über 160 Jahre lang zum Mahlen von Getreide. Solche Bockwindmühlen waren damals auf der Insel weit verbreitet. 1991, nach der Wende in der DDR, wurde die Mühle stillgelegt und stand viele Jahre leer. Erst 2020 wurde sie saniert und als Naturmanufaktur wiedereröffnet. Hier wird gerade Rapsöl mit Chili hergestellt. Wie auch alle anderen Öle wird es schon kalt gepresst, also ohne Wärmezufuhr und chemische Zusatzstoffe. Die Temperatur, die beim Mahlen entsteht, darf 40 Grad nicht überschreiten. Bei uns ist es alles ein Kreislauf. Wir bauen es selber an, verarbeiten es hier, entweder zu Öl, und aus dem Presskuchen werden wir in Zukunft auch noch Mehle herstellen. Zurzeit ist es noch Tierfutter. Wir haben in Usedom einen Bäcker, der hat zum Beispiel mal aus Lein Mehl, Brot gebacken, und das war wirklich wunderbar. Kann man nur empfehlen. Sonnenblumenkerne, Leinsaat oder Senfkörner. Alle Zutaten hier werden auf Usedom angebaut und stammen von Bauern aus der Region. Im hauseigenen Shop werden die Produkte verkauft. Hier gibt es auch naturbelassene Obst- und Gemüsesäfte, Weine, Schnäpse, Fruchtaufstriche und, wie gesagt, kalt gepresste Speiseöle. Im Bistro kann man Wasserbüffel-Gulaschsuppe essen. Aber auch hier im Laden kann man vieles probieren. Senf zum Beispiel. Hallo, guten Tag. Hallo, ich bin Anke von der Inselmühle. Kennen Sie den schon, unseren Senf? Jetzt schon. Jetzt Vorher schon. nicht. Das ist ein besonderer Senf. Das ist unser vorpommerscher Senf, unser traditioneller Senf. Da bin ich als Kind auch schon mit aufgewachsen. Meine Eltern mussten den von mir verstecken, weil ich immer den ganzen Becher aufgegessen habe. Einen ganzen Becher? Also Ja, das ist- genau. Das war früher zu DDR-Zeiten noch im Plastikbecher. Allerdings ist das Rezept schon 170 Jahre alt. Vor 2 Jahren wurde die Produktion eingestellt. Und seitdem produziert die Inselmühle den vorpommerschen Senf selber. In der Inselmühle habe ich dann mit Anke noch weiter über ihre Jugend in der DDR geplaudert. Und spontan versprach sie, uns im DDR-Museum in Dargen zu treffen. Übrigens, das Gefährt, auf dem ich hier sitze, ist die moderne Elektroversion der Schwalbe, dem Kultmoped in der DDR. Steht im Museum neben einer Menge anderer Gegenstände, die typisch für die DDR waren. Hi Anke, Tag. Hi, André. Gut hergefunden? Oh, kein Problem. Ja. Oh, es fängt ja schon gut an, oder? Ja, ist total witzig. Hier, guck mal, hier ist sogar noch mit DDR-Geld. Hast du das mal eigentlich in der Hand gehabt? Das ist ganz leicht. Nee, aber sieht schon so aus. Ja. Ja. So eine Federtasche hatte ich auch. Das Telefon hatten wir auch zu Hause, allerdings nicht in diesem schicken Rot. Die Wahlscheibe. Genau. Das kennst du aber noch, Natürlich, oder? ja. Und jetzt verreisen wir noch in die Vergangenheit. Gerne. Wow. Toll, oder? Ja. Und es riecht schon so alt, oder? Nach DDR? Nach früher zumindest. Wie DDR riecht, weißt du nicht mehr. Nee. Zweitakter und Kohleheizung. Draußen zumindest. Also so schöne frische Luft war ja früher nur im Sommer. So eine hatten wir auch. Genau so eine. Die HiFi-Stereoanlage. Ja, der Rolls-Royce. Das war Der früher auch Rolls-Royce. nicht so, dass du da einfach so in den Laden gehen konntest und dann hattest du hier diese Auswahl, sondern du musstest schon Beziehungen haben, ne? Und auch ein Tauschobjekt. Wir hatten ein richtig gutes Tauschobjekt, meine Familie, nämlich Räucheraal. Das war die beste Währung in der DDR. Räucheraal. Mhm. Piep, 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 piep.
Ne? Guck mal hier, Scooter. Wo? Hyper, how much is a fish? War ein Gag. Ja. Nee, das ist Musik, die ich nicht kenne. Nee, unser Scooter war City. City am Fenster. Kennst du das Lied? Sing's mal vor, vielleicht dann. Nee, das kann man nicht. Das ist ein ganz langes Geigensolo. Und da sind wir alle auf die Tanzfläche gestürzt und haben dann, ich weiß, glaube ich, eine Viertelstunde ging die lange Version, danach wirklich selbstvergessen getanzt. Tief im Blute fühlen. Dies ist Meinung, es ist nur durch euch. Die ist natürlich am allergeilsten. Ja. Guck mal, ich habe einen Freund, der hat auch so ein Auto. Guck mal noch, ein Wartburg. Das ist der Ältere und der Nachfolger ist dann der. Die wurden auch in der DDR hergestellt. Sieht ja aber noch schick aus. Ja. Und da oben siehst du eine Trabi-Generation. Ja, die kenne ich ja. 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 Aus Plast und wir haben früher dazu gesagt, das ist Neu zu alt. die Pappe. Ja. Die Pappe. Die Pappe. Aber dabei waren sie aus Plastik, oder? Ja, aber hieß bei uns Pappe. So leicht und Und stabil. mein Vater wollte so einen auch nicht fahren. Der war sehr groß und hat gesagt, wenn er einen Trabi fährt, dann kann er sich mit den Knien die Ohren zuhalten. Also hatten wir einen Lader. Früher hieß er Schiguli oder Lader. Der wurde in der damaligen Sowjetunion, also in Russland, gefertigt. So einen fuhren wir auch. Das ist der, wie gesagt, der Vorgänger und der Nachfolger. Und da mussten wir schon so über 10 Jahre warten. Also es ging nur auf Bestellung. 10 Jahre, das heißt, musst du eigentlich schon bestellen, obwohl du noch gar keinen Führerschein hast. So ungefähr. Unglaublich, für so ein Auto, ne? So. Das Konsum oder der Konsum oder? Der Konsum. Der Konsum, kurz. Ja, mit Konsum hatte ja unser Konsum wenig zu tun. Also das Angebot war überschaubar. Und eigentlich waren wir Ostdeutschen, die waren Ökos. Es war ganz viel Pfandflaschen. Wir hatten auch keine Plastikverpackungen oder so. Wie du siehst, da sind die Einkaufsnetze, die wuchsen so mit. Hatte jede Frau eigentlich in der Handtasche. Wenn es denn mal was gab, wenn man irgendwo mit dem Fahrrad durch den Ort fährt und da steht eine Schlange, ne, dann hast du gefragt, was ist das? Und man musste immer eigentlich so ein Netz dabei haben. Also meine Mutter hatte immer 3 in der Tasche, damit sie dann was zum Transportieren hatte. Kaufen, wenn es was gibt. Genau, kaufen, wenn es was gibt. Ja, das kenne ich auch. Das Sandmännchen. Sandmann, lieber Sandmann. Ja, schön, ne? Auf zur Ostseeküste ins Kaiserbad Bansin und zum Fischessen nach Zempin. Auch im Kaiserbad Bansin gibt es eine Seebrücke. Modern und schnörkellos, ohne Gebäude drauf, wurde sie nach der Wende gebaut. Ab dieser Zeit wurden auch die prächtigen Bädervillen wieder instand gesetzt. Raffiniert hatten sie schon die Architekten der Gründerzeit versetzt gebaut, um auch der zweiten Reihe einen Meerblick zu verschaffen. Bansin ist kein ehemaliges Fischerdorf, sondern wurde 1897 neu als Badeort gegründet und geplant. Es gehört heute, wie auch Aalbeck, verwaltungstechnisch zu Heringsdorf. Die 3 Kaiserbäder sind heute wieder schön wie anno dazumal. Und mittlerweile können hier auch alle wieder Urlaub machen. Als die DDR den Badeort übernahm, wurde der Verlust im Westen Deutschlands bedauert, was man dem Kommentar im Sender Freies Berlin deutlich anhört. Bansin, einst beliebtes Familienbad auf der Insel Usedom, wird vom SED-Regime als sogenanntes Bad der Werktätigen proklamiert. Die Hotels sind enteignet und in gewerkschaftseigene Heime umgewandelt worden. Die uns so vertrauten Namen Meeresruh, Strandhaus und Bansiner Hof sind verschwunden. Parteiparolen haben ihren Platz eingenommen.
Bis 1965 sollen überall am Ostseestrand sogenannte Bettenhäuser und Großverpflegungsanstalten eingerichtet werden. Wie war das noch mit den Aalen als Tauschwährung zu DDR-Zeiten? Getauscht werden sie nicht mehr, aber immer noch gegessen. Die Fischgaststätte. Fast ein Zungenbrecher. Zum Fischer und den Frau. Und da ist er, der Fischer. Dicken wir. Friedhelm räuchert seine Fische und Aale selbst. Als 8-Jähriger ist er schon zum Fischen rausgefahren. Ja, das nimmt man sich dann an. Das kriegt man gezeigt vom Großvater. Und dann sitzt man daneben auf dem Sessel oder auf dem Stuhl. Und dann muss man sich dann nachher selber ausprobieren, was man nachher kann. Ne? Und ja. Man wird immer besser im Laufe der Jahre. Seine Räucherwaren verkauft er in einer originellen Bude voller Fischereiutensilien, alten Fotos und Andenken. Und das ist die Frau vom Fischer. Direkt nebenan hat Karin Schmidt 1991 ein Restaurant eröffnet. Noch heute steht die gelernte Köchin in der Küche, obwohl inzwischen die beiden Töchter das Restaurant übernommen haben. Ricarda kümmert sich um den Einkauf und die Küche. Bianca managt den Service. Am beliebtesten ist hier die Fischplatte. Dann haben wir Seehecht, Zander und Lachs. Reservieren kann man hier nicht. Wer fangfrischen Fisch möchte, der muss auch mal warten. Mein Papa und ich kommen 3-mal im Jahr hier hoch. Wir haben einen kleinen Bungalow im Wald hinten in Kölpinsee und da haben wir immer den Anlaufpunkt. Und ich bin schon mit meiner Mama im Bauch hier hochgefahren. Papa kommt schon seit 1990 hier hoch und immer wenn wir hier oben sind, gehen wir mindestens 2-mal in das schöne Gasthaus hier, weil die Leute so freundlich sind und die schöne Einrichtung hier. Und ich war schon mit dem Herrn Schmidt draußen auf dem Achterwasser mit meinem Papa und da haben wir die Reusen und die Netze reingeholt. Das ist auch ein Erlebnis. Das wollen wir auch erleben. Morgen früh geht's mit Friedhelm raus aufs Wasser. 4 Uhr morgens aufstehen, immer wieder ein Erlebnis. Aber wenn man weiß, wofür man das macht, ist es gar nicht mehr so schlimm. Ist die Segel, lichte die Anker. Wir gehen angeln. Unser Plan für heute: in Neuendorf bei Lütow gehen wir mit dem Fischerboot aufs Wasser. Danach wandern wir an Koserows Küste und amüsieren uns auf dem dortigen Seebrückenfest. Moin. Moin. Kann ich bei euch anheuern? Jawohl. Jawohl. Jede Kraft wird gebraucht hier. Gut. Dann einfach an Bord springen. Nee, nicht springen. Dann springst du durch. Ganz langsam. Komm, Ja. ich gebe dir die Hand. Ja, danke. Auf Bord. So, siehst du. Jawohl. Wunderbar. Deine Jacke? Ah, sehr gut. Die brauchst du heute noch. Ja. Auf geht's. Ja. Friedhelm fischt die Aale in einem Arm des Peenestroms. Dort hat er seine Reusen ausgelegt. Wissen die Fische schon, dass wir kommen? Freuen die sich? Ja, hoffentlich. So, ist das der erste Blick? Schwer? Ja, schwer. Aber ja, da bewegt sich aber schon was. Einfach alle raus.
Riesig. Sind nicht gebaut. Und echt viele, oder? Also, oder ist es normal so ein Fang? Ja, das ist nicht viel. Nee? Müsste früher sein? Ja, früher. Kleine, ne? Das ist so kleine Scholle. Flunder, ne? Flunder, ja. Ab in die Freiheit. Ab in die Freiheit? Ja, Touristen essen Barsche nicht gern, sagt Friedhelm. Also zurück ins Wasser. Alter! Oh, das war's! Entschuldigung, tut mir leid, Entschuldigung. Ah! Ja, so. Ist dann anders geworden, ne? Früher hat... Da. Nimm mal mit. Ah! Oh, da. Schon war er weg. Nee, nee, hier ist er. Nee, nee, den haben wir. Fest hier. Auf. Alter, heute 60 Fehler. Dann weißt du, was du getan hast. Sag, gut, reicht. Mit 8 Jahren bin ich abgehauen von der Schule und zum Strand und hab mir versteckt. Früher haben wir noch gesegelt. Da habe ich mir unter den Segel versteckt und dann bist du mitgefahren? Wenn sie rausgefahren sind, nachher so ein paar Meilen weg waren vom Strand, dann bin ich unten rausgekrochen. Dann konnten sie nicht wieder zurückbringen. Ja? Ja, das habe ich öfter immer. Inzwischen fahren wir zur 6. Reuse, aber bisher nichts Brauchbares in den Netzen. Und erst recht keine Aale, die jetzt eigentlich drin sein müssten. Auch direkt weg. Früher hat Friedhelm in der Ostsee gefischt. Aber wegen der Fangquoten lohnt das heute noch weniger als hier. Drin? Uns fehlt der Hering und der Dorsch. Ne? Weil man nicht fischen darf oder weil es nicht mehr so viel gibt wie früher? Ja, das gibt. Die Wissenschaftler sagen, das gibt nicht so viel, aber wir Fische sind eine andere Meinung. Ich weiß nicht, wo die messen oder wo die prüfen. Ja? Also Hering gibt es jedes Jahr. Wir haben hier jetzt auch schon in Achterwasser, das ist ja Süßwasser normalerweise, auch schon so viel Hering. Die Reusen sind manchmal voll, die kriegen wir gar nicht hoch. Dann darfst du sie nicht rausholen. Nee, ich muss alles wegschütten. Alles weg. Verrückte Welt, ne? Unsere letzte Reuse. So, Kiste. Aal drin? Ja. Ich sehe ihn, yo, yo. Entweder ein sehr großer oder 2 kleine. Also sieht schon echt viel Schwarz drin. Nee, das gibt's nicht. Das, Das kriegst du nicht. Was mach ich jetzt? Machst du's? Das gibt's doch nicht. Nicht hoch? Also das springt da raus. Der ist flink, du. Wie? Erster Aal. Lang genug? Ja, der ist gut. Jawohl. Genau. Drin ist er. Ja, den will ich sehen. Den packst du dir. Guck mal, so macht man's. So macht man das, wenn man Profi ist. Die Seebrücke von Koserow wirkt geradezu futuristisch. Die Bogenform des Stegs symbolisiert die Wellen. Auf der Plattform steht der Glockenturm der versunkenen Stadt Vineta. Die Bronzeglocken werden regelmäßig geläutet und die Vineta-Sage gelesen. Kleinen Moment. Auch schön hochkant, ne? Dann. Ja, hochkant ist es. Ja. Oh, sehr gut. Ha! Hat geblitzt? Ja. Ach, sehr schön. Leben, wo andere Urlaub machen. Immer wieder schön. Wunderschön. Wunderschön. Und du hast aber auch nicht immer in Usedom Nee, nee, nee. Ich komme ganz ursprünglich aus Anklam. Bin dann zum Studieren, wie das alle so machen, in die große, weite Welt Berlin. Mhm. So weit ist es dann ja doch nicht geworden. Und dann bin ich wieder hergekommen, weil
das Meer hat gerufen. Das zieht dann doch. Und dann hat man Anna die Leitung der Vorpommerschen Landesbühne angeboten. Das zog dann auch. Doch was hat es auf sich mit der Sage um Vineta? Vineta müsste da liegen? Ungefähr dort. Ungefähr dort. Ungefähr so dort, ungefähr in der im Ostsee. Wasser. Die Sage besagt, dass es kurz vor Koserow untergegangen sein soll. Aufgrund von ganz viel Habsucht und Gier nach Macht der Bürger Vinetas. Und in der Piratenzeit sind kurz vor Koserow ganz, ganz viele Schiffe schiffbrüchig geworden, ganz viele Menschen ertrunken, weil dort viele Gesteine, höhere Gesteine in der Ostsee liegen. Und da konnte man sich nur erklären, das muss Vineta sein, das muss eine untergegangene Stadt sein. Eine andere Erklärung dafür gibt es nicht. Anna arbeitet als Regisseurin mit den Schauspielern an der Umsetzung der Sage. Jedes Jahr gibt es eine neue Inszenierung der Geschichte. Sie ertrug nicht das Glück, rief das Böse zurück. Aus Tag wurde düstere Nacht. Die Stadt war prächtig, doch krank, sie in den Fluten versank. Pass auf, die kostbare Fracht. Wohin wir segeln? Ich weiß es nicht. Wohin wir gehen, wir wissen es. Zum Streckelsberg. Das ist eine 58 Meter hohe Düne. Die höchste Erhebung an der Usedomer Küste. Was eine Aussicht. Schön, oder? Ja, wie überall. Du kennst dich doch hier so gut aus. Behaupte ich jedenfalls. Wo ist denn jetzt genau Störtebeckers Schatz? Oh, das ist schwierig. Ich weiß zwar, dass sich Störtebeker hier versteckt haben soll, aber wo der Schatz ist, den habe ich auch noch nicht gefunden. Eigentlich sagt man Störtebeker bei uns. Ja, weil stürzt den Becher. Er konnte angeblich ziemlich gut trinken. Störtebeker. Ja, stürzt den Becher. Gut, wer Ja. weiß dann, vielleicht weiß er selber nicht mehr, wo er seinen Schatz vergraben hat. Wahrscheinlich nicht, aber wir wissen es leider auch nicht. Und so manches wird immer ein Geheimnis bleiben. Wo der Schatz ist und wo die reiche Stadt Vineta tatsächlich untergegangen ist. Jedes Jahr am 1. Juli-Wochenende wird in Koserow das Seebrückenfest gefeiert. Höhepunkt ist der große Umzug. Oh, das ist Vineta. Das ist Bernsteinhexe, da ist der Ah, Scheiterhaufen. oh nein. Ja. Störtebeker, wie ich gelernt habe. Hast du gut gelernt. Mhm. Aber schon schaurige Geschichten. Ja, die Bernsteinhexe, Sagen. Störtebeker. Das ist ja meistens so, oder? Ah, hier kommt die Bademode, auch schön. Ja. Ihr könnt's tragen. Meine ich ernst. Ja. Jo. Badekarren. Badekarren. Hallo. Tschüss Anna und tschüss zusammen von der wunderschönen Insel Usedom. Auf jeden Fall bei Wind und Wetter eine Reise wert. Ja, also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.